Eine Frau zum Beispiel, die war sehr depressiv. Und nach der 3. Vorstellung kam sie auch und sagte, Frau Kumpic, ich war letztes Mal so glücklich, wo ich nach Hause gekommen bin. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. 3 Tage lang war ich glücklich. Extrablatt, Extrablatt. 1000 besuchten Heilung bei Bruno Gröning. Extrablatt, Extrablatt. Hier die aktuellen Geschehnisse. Extrablatt, Extrablatt. Hier die aktuellen Geschehnisse um Bruno Gröning. Extrablatt, Extrablatt. Der Wunderheiler Bruno Gröning. 1000 suchten Hilfe bei ihm. Sehr spannend. Extrablatt, Ja, alles über Bruno Gröning. Es war Extrablatt, Extrablatt. Ja. Die Nacht der großen Heilungen. Geben Sie mir mal eine. Danke. Extrablatt, Extrablatt. Von diesem Gröning hört man ja in letzter Zeit immer häufiger. Extrablatt. Ich wüsste doch mal zu gerne, was dran ist an diesen Wundergeschichten. Was soll da schon dran sein? Ist doch alles nur Unfug. Der Gröning ist ein Scharlatan. Der nutzt doch nur die Leichtgläubigkeit der Menschen aus. Und außerdem Wunderheiler. Dass ich nicht lache. Aber du kennst den Mann doch gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand außergewöhnliche Kräfte besitzt, durch die Heilung entsteht. Ja, ich bin einfach nur erstaunt. Niemals hätte ich bei den kühnsten Träumen, damals vor 20 Jahren in Berlin, mir vorstellen können, dass dieser Film über eine solch lange Zeit als Dauerläufer erfolgreich, heilsam wirken könnte. Und das noch bei einer Spieldauer von über 4 Stunden, das hätten wir uns damals niemals vorstellen können. Und hier, wo wir uns jetzt hier befinden, in Bregenz, seit 2004 läuft dieser Film jährlich über Monate, jeden Monat, und hat eine Vielzahl von Menschen in dieser Region heilsam weitergeholfen. Ich bin dann mit großen Schmerzen, ich hatte nämlich gerade so eine Art Schub von dieser Belastung, von dieser Krankheit, und ich bin dann mit diesen Schmerzen ins Kino gegangen, und meine Cousine hat dann gesagt, ja, wenn es dir nicht mehr geht, dann kannst du ja rausgehen, musst nicht so lange sitzen bleiben. Und ich habe dann mich niedergelassen in dem Kinosessel und war einfach erstaunt von den vielen netten Menschen, die es da gab. Ich hatte keine Erwartung an den Film grundsätzlich, ich war einfach nur neugierig. Und ich konnte dann den ganzen Tag, es ging ja fast von morgens um 9:30 bis nachmittags um nach 4, durchgehend im Kino bleiben. Und ich war total gefesselt von dem, was ich da gesehen habe. Ich hatte keine Ahnung, ich habe wirklich keine Idee von Bruno Gröning gehabt zu dem Zeitpunkt, außer diesem Bild, gegen das ich offensichtlich zuvor eine Abneigung gehabt habe. Und wir waren danach Kaffee trinken bei meiner Cousine, und sie hat mich dann so angeschaut und immer so ein bisschen neugierig. Ich habe mich schon gefragt, was will sie denn? Und dann sagt sie, ja, und wie geht's dir jetzt? Und ich schaue sie an und sage, wieso fragst du mich? Und sie sagt, ja, du hattest ja Schmerzen. Und ich habe gesagt, was? Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Und da habe ich gemerkt, ich hatte gar keine Schmerzen mehr. Ich wusste auch nicht, wann sie aufgehört hatten, aber sie waren einfach weg. Das fing damit an, dass meine Frau in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift einen Artikel über Gröning und das, was er tat, gelesen hat. Sie gab mir diesen Artikel und sagte, da sollte vielleicht doch eine Reportage gemacht werden, die wir in der Revue veröffentlichen könnten. In diesen Jahren von 2004 bis jetzt ist ja sehr viel passiert. Es waren schöne Sachen passiert, wunderbare Heilungen auch sind geschehen. Es ist zum Beispiel ein junger Mann ist einmal gekommen mit Tränen in den Augen, und der sagte, jetzt bin ich schon so lange, kann ich den Kopf nicht drehen, und heute in der zweiten Teil hat es einen Knacks gemacht und ich kann den Kopf wieder drehen. Und so, das sind so die Freuden. Eine Frau zum Beispiel, die war sehr depressiv.
Und nach der 3. Vorstellung kam sie auch und sagte, Frau Kumpitsch, ich war letztes Mal so glücklich, wo ich nach Hause gekommen bin. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. 3 Tage lang war ich glücklich. Ich habe es immer wieder gesehen, aber ich bin nie hingegangen. Ich war auch etwas skeptisch und dachte mir, man kann nicht einfach überall hingehen, nur weil man es liest. Viele Jahre später dann, im letzten Jahr, habe ich den Film auf YouTube gefunden, das Phänomen Bruno Gröning, und dachte ich mir, jetzt schaue ich mir ihn an. Und ich war ergriffen von diesem Menschen zu sehen, wie er anderen Menschen Glück und Heil gebracht hat und wie er aus seinem Herzen auf die Menschen zugegangen ist und ihnen geholfen hat. Und ich dachte mir, das könnte für mich ein Weg sein, auch Heil in die Welt zu bringen, meinen Menschen zu helfen. Aber dann, das weiß ich auch nicht wann, aber auf einmal hat man dann erzählt, was er alles kann, dass er so ein Wunderheiler ist. Und also mir halt alle haben erzählt, was er alles machen wird einmal. Meine lieben Heilungssuchenden, jeder Heilungssuchende kann nur empfangen, wenn er sich von seinem Leiden frei macht. Lassen Sie bitte von Ihrem Leiden ab. Und so sende ich Ihnen hier mit die Heilwelle, nehmen Sie sie auf, beobachten Sie Ihren Körper weiter, horchen Sie in Ihrem Körper rein, konzentrieren Sie sich darauf, was in Ihrem Körper geschieht. Es gibt vieles, das nicht erklärt werden, aber nichts, das nicht geschehen kann.